30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 11. Folge des YouTube Predator Cup 2021 und damit zur 3. Folge der Gruppe C. Die Ausgangslage nach einem doch ziemlich schwierigen ersten Angeltag sieht folgendermaßen aus. Daniel Andriani von Hecht und Barsch.de führt die Tabelle mit 2 Hechten, 2 Zandern und insgesamt 288,6 Punkten an. Er braucht in jedem Fall noch einen Barsch. Dustin Schönes Situation vom Team Nace ist in Bezug auf die Fischarten identisch. Er bringt es aktuell auf 253,4 Punkte. Auf Platz 3 liegt Evert Oatstam von CWC mit 2 Ü70er Hechten und einem kleinen Barsch. Er benötigt also vor allem Zander. Frédéric Julien von Grundens war sehr gut in den ersten Tag gestartet. Doch da dann nichts mehr kam, hat er erst 3 kleinere Zander in der Wertung. Er muss noch 2 Fischarten fangen und braucht auf jeden Fall auch 1 bis 2 größere Fische. Florian Over vom Angelmagazin Fisch und Fang konnte nach einem schwierigen Angeltag ganz kurz vor Schluss einen 52er Zander sowie einen 40er Barsch fangen und ist dank der Arten und der Größen für heute doch ziemlich gut aufgestellt. Er braucht in erster Linie Hechte. Malte Gatz von Ganki hatte einen ähnlich zähen Tag wie Flo, doch sein 37er Topwater-Barsch könnte heute noch zum entscheidenden Trumpf im Kampf um die nächste Runde werden. Daniel, Dustin und Evert fischen heute in Zone 4, Fred, Malte und Flo in Zone 2. Alle 6 Angler starten gleichzeitig um 8 Uhr und sind bereits einige Minuten vor dem Startschuss an ihren Spots angekommen. The nervous moments. The nervous minutes, bevor das ganze Spektakel wieder losgeht. Guten Morgen, Leute. Willkommen zum Tag 2 YPC 2021. Wir starten an unserer ersten Stelle, an so einer faire Anlegestelle. Ihr wisst, ich brauche Barsche. Tatsächlich habe ich nicht so viele Möglichkeiten und Optionen für Barsche. Das war auch für mich das Allerschwierigste im Training. Es wird nicht einfach, ich bin mir sicher, es wird ein lang, hart, schwieriger Tag, aber ich gebe alles. I still have a little bit of work to do, catching a perch and a pike, but I have my 3 zander, and today the weather is great for pike fishing, and I get a small tip last night about this small harbor, and here the ferry, which is supposed to be a good place for perch. So since it's on my way to the polders, I decided to make a first stop there, quickly check for perch and maybe hopefully fill up the mark. So that's the plan. Follow us for the first cast in a few minutes. Guten Morgen zu Tag 2 YPC 2021, Gruppe C. Für mich geht es heute um die Wurst, würde man so sagen. Erster Plan, einen Zander zu angeln. Ich bin jetzt hier an der Buhnenkette, fange jetzt hier an der ersten Buhne an, werde dann immer weiterlaufen. Ja, zu den Ködern, ich fische jetzt hier so Köder, ich sag mal so roundabout 10 cm, vielleicht ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Unser Peps, unser V2IP oder der Bumpy, alles so Köder, die eigentlich ganz gut ins Beuteschema der Zander hier passen sollten, mit denen ich auch im Training Erfolg hatte. Ja, gegebenenfalls mal ein bisschen größer. Jetzt ist noch die Qual der Wahl, was an die Routen kommt zum Anfang, und ich hoffe, dass schnell was passiert, dass schnell was beißt. Das würde wieder ein bisschen Zuversicht geben, doch noch aufholen zu können. Also bleibt dran. First spot, I'm gonna go all in for the topwater action because I want to have the 20 points. This spot contains also big perch, so hopefully I can get a big perch on topwater.
I use the Strike Pro Water Strike for this one. It's like a pencil shape, and it walks like walk the dog in the surface, and it attracts a lot of big pikes, but also perch. So this is a versatile lure for topwater fishing. Wunderschönen guten Morgen, zweiter Tag YPC heute und ich befinde mich in Zone 2. Nach dem phänomenalen Ende gestern, Zander gefangen und dann den Barsch, ganz, ganz wichtiger Fisch, will ich heute auf Hecht angeln und stehe hier am Polder und habe dafür hier einen geilen Köder am Start. Und zwar ist es die Hechtgranate. Hat mein Kollege Birger Domeyer mit Gregor Barbesch entwickelt. Richtig geiler Searchbait, um Strecke zu machen. Das ist jetzt die schwere Version, kann man zum Freiwasserangeln nehmen, sinkt richtig runter. Und hier habe ich noch eine leichtere Version, die werde ich heute fischen, hier im Polder, weil das ist zu schwer, damit kriegt man viel zu viele Hänger. Ja, die leichte Version, schön unter der Oberfläche kurbeln, macht richtig Druck mit dem Blatt hier und bin zuversichtlich, dass da was drauf geht. Sind jetzt, glaube ich, noch 3-4 Minuten und dann wird der erste Wurf gemacht. Mögen die Hechte beißen. Ja, heute Tag 2. Meine Ausgangsposition ist jetzt nicht ganz so schlecht. Ich bin auf Rang 2. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich heute in der Todeszone fischen muss, weil hier wurde tatsächlich immer schlechter gefangen und ich habe auch im Training sehr schlecht hier gefangen. Ich brauche noch einen Barsch, deswegen werde ich mich auch darauf jetzt konzentrieren. Ein bisschen Topwater, ein bisschen Crankbait, ein bisschen Spinnerbait und hoffe natürlich, dass ich dann den einen oder anderen Fisch bekomme. Wird sich zeigen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück, nicht ganz so viel Glück wie mir, aber wenn irgendwas geht, melden wir uns und bis dann. My equipment, I'm gonna tell you something about the equipment. Of course, I fish with leaders. This one is titanium leaders. It comes in a pack. It's from the Catch with Care company, its own brand. Very small, thin titanium leader. And attached is the Vestage clip. So easy to hook on lures, hook off lures, easy to use. For the lures, today I will fish the topwater lure, I already explained that. I will fish on this spot with 2 types of lures. I will mainly fish with the piglet sheds. It's a small 4-inch shed, 10 centimeters. But I fish this spot also with the tumbler shed. That's a 5-inch. You see the difference? Sometimes sanders take small lures, piglet shed, and sometimes they take bigger lures, the tumbler shed, 5-inch. Jetzt geht's los, 1 Minute bis zum ersten Wurf. Von Nace haben wir keinen Topwater-Köder, deswegen greife ich hier auf so ein anderes Modell zurück. Pachinko, sehr gut für Barsch, so ein japanischer Topwater-Köder. Fliegt wie Hulle, deswegen werde ich den jetzt nehmen. Hoffentlich funktioniert, wenn nicht, werde ich danach noch ein bisschen Twitchbaits fischen, kleine Jigs. Ist halt ganz wichtig für mich, den Barsch jetzt zu fangen. Let's go! YouTube Predator Cup. Es ist 8 Uhr, Erster Wurf. Make it count. auf geht's, erster Wurf. Und go! Topwater action. Ist abgekommen. Abgekommen, allererster Wurf mit Papa. Es war ein Barsch, ich habe ihn auch gesehen. 100 Pro ein Barsch. Sehr, sehr schade. Ich habe ein gutes Gefühl hier an dem Polder. Der ist recht breit und hat auch eine gewisse Tiefe. Von daher, ich mag das immer nicht, wenn die zu klein sind. Da können auch Hechte stehen, aber hier so ein Polder ist schon ein bisschen geiler. Fisch. Papa Kirsche. Yes, Leute! Da ist mein Topwater-Punkt! Und da ist mein Barsch! Yes, yes, yes! Es gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht! Auch kein schlechter! Auch kein schlechter! Auch kein schlechter, Leute! Wahnsinn! Wahnsinn! Ich bin sprachlos!
Ich bin sprachlos. Yes! Yes! Das gibt's doch nicht! Haben wir eingestellt auf den ganzen Tag, Leute. Den ganzen Tag zum Durchwerfen, um ein Top-Water-Ding zu kriegen. Und dann mit dem ersten Wurf kam dann eine Tacke, der zweite Wurf ein Fisch. Das gibt's doch nicht. Genau. Was ist das? 38. 38. Unglaublich, da ist der erste Fisch. Da ist der Barsch. 38, gerade gemessen. Yes! Es muss weitergehen. Okay, weiter mit dem Popper. Here was the beauty. Ein Popper vom Yo-Zuri. Yo-Zuri Wobblers. Made in Japan, made to catch perch. Yes! Traumstart für Daniel. Mit diesem 38er Barsch und den 20 Extrapunkten holt er sich 96 Zähler, baut seine Führung aus und hat als erster Angler alle 3 Fischarten gefangen. Seine ohnehin gute Position hat sich bereits mit dem dritten Wurf nochmals stark verbessert. Oh, yes! Yes! Oh. That will be maybe an improvement. Yes, yes, yes. Good Zander. Oh yes, 55. 55. That feels good. Even if it was not. Bye-bye. It's not the species I want, but improvement is improvement. At the end of the day, it might pay off. Guter Zander für Fred und diesmal passt auch die Größe. Der 55er bringt 71,5 Punkte. Fred zieht an Evert vorbei und sitzt Dustin im Nacken. Erwähnenswert, eigentlich wollte Fred den Barsch gestern schon abgehakt haben und heute nur Hecht angeln. Da dieser Plan jedoch nicht aufging, machte er auf dem Weg zu seinen Hechtplätzen doch noch Halt an einer interessanten Flussstelle. Leider biss statt des erhofften Barsches nun wieder ein Zetti. Mit mittlerweile 4 Zandern braucht er nun langsam aber sicher eine andere Fischart. Also hier im Training, wie gesagt, hatte ich einen drauf und hatte eben kurz Schwall hinterm Köder, habe ich mir eingebildet, dass da was hinterherkam. Auf halber Strecke. Schöner. Sehr schön. Vernünftiger Hecht. Schön. Jo! Was ein Start. Jetzt geht er hier in die Seerosen rein. Hier ans Ufer rankommen. Vernünftiger Hecht. Aber hängt ganz knapp vorne, hängt ganz knapp vorne. Kein Riese, aber da ist er. Yes! Yes! Ah, Köder auch schon los. Geil. Den wollte er haben. Puh. Ja, Mann! Keine 10 Minuten am Angeln. Der erste Fisch. Hechtgranate. Wie gesagt, den kann man so geil unter der Oberfläche durchkurbeln. So, was haben wir da? Vorne ran. Vorne ran. Touchiert die 61. Ja, 61 würde ich sagen. Ja. Ja. 60,5. 61. Ja, die ersten Punkte. Geil. Wertungssicht Nummer 3. Super schön. Der kleine Mann darf wieder schwimmen. Ab mit ihm zurück. Hey. Ciao. Geil. 61 Punkte, ey. Was für eine Punktlandung. Aber ich wusste, der Platz ist gut. Und der Fisch, der im Training nachgelaufen ist, der war größer. Von daher, ich angel jetzt noch ein bisschen weiter. Ich glaube, vielleicht geht noch ein zweiter. So, das war jetzt der erste Fisch auf die Hechtgranate. Wirklich ist so ein geiler Köder. Ich sehe den unter der Oberfläche kommen mit der Polbrille und bam, hackt der Hecht drauf.
ja, jetzt weitermachen. Also ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht sogar noch ein zweiter gehen kann an dem Platz. Von daher fischen wir noch kurz aus und dann wird wieder gelaufen. Also wir haben hier richtig viel, jetzt hänge ich im Seerosen, ist frei. Wir haben hier richtig viel ja, Strecke, die wir machen können heute. Auch für Flo geht's gut los. Er hat jetzt alle 3 Fischarten und kann sein Scoreboard nun mit 3 beliebigen Fischen füllen. 208,6 Punkte bedeuten vorerst Platz 4. Yeah, the technique that I'm using is just small ticks on the top and then stop and go. Like 3-4 times and then let it hang for a minute. In the hanging time it gives the fish the opportunity to strike. Ja, ich hatte gerade den ersten Biss auf Topwater. Leider daneben geschossen, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut auf der Kamera. Es war ein echt großer Fisch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein Rapfen oder ein Barsch war. Wenn es ein Barsch war, war es ein richtig großer. Ärgerlich. Ich hatte gestern schon so viel Pech mit vielen Fehlbissen. Aber wenigstens ein ganz gutes Zeichen, dass irgendwas aktiv ist. Wir gucken noch mal genau hin. Für uns ist das ein Barsch und tatsächlich kein kleiner. Schade, Dustin. Weiter geht's. Ja. Ah, shit. Ah. Jetzt dachte ich, ich habe einen Barsch. Es ist leider nur ein kleiner Rapfen. Naja. Oh, tschüss. Wenigstens ein bisschen Adrenalin. Mal gucken. Der Biss war schon nicht sehr barschverdächtig. Der ist so krass reingeknallt. Ach Mist. Ja, Zeit die Buhne zu wechseln. Hier kam jetzt kein Kontakt, mal wieder kein Start nach Maß. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es einfach mal gleich funktioniert hätte. Ja, gucken wir, ein paar Buhnen sind noch vor uns und irgendwo wird sich schon Zander verstecken. So Leute, sehr, sehr aufregender Start für mich. Jetzt weiß ich, ich muss einfach jetzt auf jeden Fall einen Fisch fangen, um eine Karte voll zu machen. Und dann habe ich auf alle Fälle mindestens meine Minimum-Aufgabe erfüllt. Und dann alles andere liegt ein bisschen in den Händen des Glückes, sozusagen. Aber habe euch vom Anfang an erzählt, Mission ist einfach, alles voll zu machen. Was ist einfach? Nicht einfach. Aber jetzt ist es greifbar nah natürlich. Ich habe jetzt ungefähr 7,5 Stunden, um einen Fisch zu fangen. Klingt nicht so schwer, aber ich habe schon natürlich öfter 7,5 Stunden geangelt, ohne einen Fisch zu fangen. Und deswegen muss man ihn erstmal fangen. Afrikanische Angelweisheiten um 8:30 Uhr morgens und Evert steht bereits vor seinem ersten Zielfischwechsel. Okay, one more cast and then we go for Zander. Okay, first new spot for Zander. I fished 5 minutes, maybe a little bit more for topwater, and it didn't pay off. Well, the fish was not active in the surface, so I didn't expect much from that, but at least I have to try it to get the 20 points extra. But anyhow, now we go to the main spot. This is the spot that I fished well in pre-fishing for Zanders. Sometimes even in the first cast, so I hope we can achieve that. And this spot contains big Zanders, like 60 centimeters plus. So let's hope they are home and ready for me and to give me some points on the leaderboard. Yes, der war wichtig. Yes! 38, 37, 38. Ja! Der war sehr wichtig. Oh, die Punkte brauche ich jetzt.
Einfach nur happy. Ich hole schnell die Abhabmatte, lasse den kurz im Wasser liegen, dass er ein bisschen Feuchtigkeit noch hat. Bereite alles ganz schnell vor und dann messen wir den. Das ist nass gemacht. YPC Measure Board. Ein wunderschöner Fisch. Voll weggesnackt. So. Das ist er. Ja, 37er Barsch, nicht der größte, aber extrem wichtig für den Wettkampf. Die Schönheit darf wieder zurück. Ja, geil. Yes, der war ganz wichtig, der Fisch. Ziemlich gut geschätzt. 37 cm Barsch sind 74 Punkte und für Dustin die dritte Fischart. Mit dem 5. Wertungsfisch sorgt er dafür, dass Daniel nicht zu weit enteilt. Geil. Auch kein großer, aber der nächste Wertungsfisch. Der ist noch ein bisschen kleiner, aber egal. Erstmal die Fische zusammenfangen. Klingt auch relativ knapp. Und da ist er. Yes! Yes, yes! Geil. Alles keine Riesen, aber erstmal die Liste voll machen. Das ist das Ziel. Also hier auf die Granate kurz vermessen, den Burschen. Mach's Maul zu. So. Was haben wir da? 57. 57. Also, alles ausbaufähig, aber erstmal die Fische voll machen. Das ist das Ziel. Der wird jetzt direkt im Kescher released. Mach's gut, kleiner Mann. Da geht er. Yes! Yes! Also ich habe jetzt keine 100 Meter Polder geangelt, aber ich hatte ein gutes Gefühl im Training bei der Ecke hier. Yes, yes, yes. Noch 2. Wenn wir die haben, dann habe ich noch ein anderes Gewässer, wo bessere Fische sind. Aber erstmal müssen wir die 2 Fische noch fangen. Es läuft gut, es geht gut los. Wir sind jetzt am Angeln. 30 Minuten. Super geiler Köder. Weil Hechte, die lieben das, wenn sich da was dreht. Spinnerbaits und der ganze Kram. Aber hier das Ding ist ganz, ganz brutaler Köder. Vor allem kann man ihn super weit werfen. Richtig Strecke mitmachen. Aber auch, ich kurbel ihn ganz langsam. Und man sieht es hier, das Blatt, das dreht sich so geil. Brutaler Köder. So schnell kann's gehen. Am ersten Tag noch fast geschneidert, liegt Florian plötzlich auf Platz 3. 57 cm reichen aus, um an Fred vorbeizuziehen. Der Franzose ist nach wie vor an seinem improvisierten Barschspot unterwegs. And that's exactly what I need. Yes, yes. Oh, oh man, man. That's a plan. That's a plan. Look at this. Yes, drop shotting. Power bait. Look at this. Oh, the fin. Look at the fin. Ugly, ugly little fin. Why you get short like this? Let's see this. What a relief, man. So that's a 33. Yeah, 33. Man, quick release. This one, I love it. I love this one. Allez, bye bye. Sometimes you have to change the plan. And with this weather, I was thinking that the morning bite like yesterday, zander and perch could happen again. And I'm more confident about the pike during the day, even with the heat coming up, because of the overcast sky. So I decided to change the plan on the last minute,
and follow Simon's advice. So thank you, Simon, for the spot. This one is on you. Da ist der Barsch. Fred freut sich tierisch über diesen 33er und zieht mit seinem 5. Wertungsfisch wieder an Flo vorbei auf den 3. Rang. Damit ist Malte der Einzige mit nur einer Fischart. Fisch! Yes, ein Zander. Drückt die Daumen, dass der maßig ist. Oh yes. Auf jeden Fall maßig. Ah, das ist wichtig. Ja, das war der Erfolgsköder. Peps 90 in der neuen Farbe UFO. G-Slide Kopf. Ihr seht, ich fische relativ hart an den Stein. Das Ding ist auch schon ein bisschen ramponiert. Der Kameramann war noch gar nicht da. Da habe ich was gemacht. Da habe ich meinen Köder mit Booster eingeschmiert. Ihr seht ja, ich trage das den ganzen Tag mit mir. Ihr kennt das wahrscheinlich auch von Marc, der das zum Beispiel auch macht. Wirklich sehr, sehr gut, wenn die Fische zickig sind. Gerade hier in dem Tienbereich nehme ich sehr gerne dieses Kalner Krill Boosterpaste, weil ja, ich habe hier relativ häufig mal, dass wenn ich hochkurbel an den Buhnköpfen oder so, dass ich so kleine Garnelen oder so am Haken habe. Und ja, genau aus dem Grund nehme ich gerne dieses Aroma. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich bin super glücklich, dass der Fisch gefangen ist. Ja, weiter geht's. Ich versuche noch einen zu fangen. Ja, sind erst 2 Fische auf der Karte, da fehlen noch 4. Genau so ist es. Noch 4 Fische sind zu fangen und mindestens ein Hecht sollte dabei sein. Noch steht Malte auf Platz 6, doch der Grundstein für die Aufholjagd ist gelegt. Fisch! Das ist ein guter Barsch. Das war ein richtig großer Barsch. 45 plus würde ich sagen. Ja. Sorry für den Ausraster, aber eine Competition ist halt sehr emotional. Richtig guter Biss. Ein richtig großer Fisch. Da aufs Eck. Ja, wir müssen jetzt noch mal so ein Honey Hole finden. Das war eben echt phänomenal. Also wirklich die ersten 100 Meter von dem Polder geangelt und direkt 2 Hechte gefangen. Aber das sind oft so Ecken hier. Also das sind dann, wenn man irgendwie eine interessante Ecke gefunden hat, dann kommen da auch gleich mehrere Kontakte oder Fische. Und wir brauchen das jetzt noch einmal. Wäre schon geil, wenn wir zügig die Fische voll machen würden. Aber es ist hier möglich. Also einfach am Ball bleiben, brauchen natürlich ein bisschen Glück. An so Gewässern wird natürlich auch viel gefischt. Also ich weiß ja nicht, wer hier gestern geangelt hat. Ich habe Daniel im Training getroffen. Kann sein, dass er hier gestern schon komplett drüber randaliert ist und vielleicht die Ecke da hinten ausgelassen hat. Aber ja, vielleicht haben die schon Zahnweh ein bisschen. Von daher einfach suchen. Oh, wir sehen eine kleine Barsche hinterher. Schnelle Wechsel auf the Trago Spin von Molex. Jig Spinner. Bisschen Durchwechsel her. Fisch. Mein Kescher. Yes! Das ist nicht der größte Barsch, aber ich glaube schon, dass er Maß hat. Ja, hat er. 32,5, genau. Richtig geil, Leute, nicht der größte Fisch, aber 33 cm. Und der könnte extrem wichtig sein. Mit der letzten Abrechnung. Ja! Ja, ja! Full Card für Daniel. Der Köderwechsel zahlt sich aus und so kann er einen 33er Barsch in die Wertung bringen, der ihn auf wirklich starke 450,8 Punkte bringt.
Mit so vielen Punkten ist bisher noch niemand im YPC Vierter geworden, aber darauf möchte sich Daniel bestimmt nicht verlassen. Evert ist an diesem fischreichen Morgen bislang der einzige Angler ohne Erfolg. The current is more stronger than I expected, so I move a little bit away because I'm casting to the red buoy, and otherwise I will be stuck in the first cast. In this technique my rod tip is up because of the blocks, they are much further out, and if you don't lift your rod like this, then you're stuck on the drop-off. So I always fish tip up, and what I do, I cast in and let it sink. You feel it on the tip of the rod. Try to feel the connection with the bottom. And if you're an experienced fisherman, even if in a heavy current, try to be fishing at least as light as possible. Sometimes people use too much weight. This is heavy current fishing, and I only fish like 15 grams. It needs some time for experience to do that, but when you catch like jig heads about 25 or 30 or maybe even 40 grams, when the fish is attacking your lure, it takes too much energy for him to suck it in, so to say. And the lighter the weight, the better the strikes. The reason I like this spot and many others of the kind with ferry, when you have a ferry line crossing the river, it's always good because then you don't depend so much on the tide. You don't need to have this information. It's not so important because the boat itself creates the stream and create the movement on the water. So potentially fish are getting more active more often, and it's really like a go-to place. If you search for them on Google, you're really gonna find a steady place. Like they deliver quite a lot of bite. Maybe not the biggest one, but you get a lot of activity most of the time. Fisch. Ja, der nächste Fisch, ein kleiner Zander, war gerade so am Stinger gehakt. Glück gehabt. Mal gucken, ob der maßig ist. Könnte knapp werden. Nein. 42, ne? Ja, muss er haben. Ja, okay. Ja, wie ihr seht, leider untermaßig. Keine Punkte. Schnell zurück mit dem Kleinen, dass der schwimmen kann und weitermachen. Vielleicht beißt der nächste. Ja, nächsten Biss gehabt. War jetzt nicht so ein krasser Biss wie vorhin, aber hier ist auf jeden Fall Action. Und ich muss sagen, dass ich diesen großen Fisch gerade verloren habe. Also ich vermute, es waren 45 plus Barsch. Ihr wisst ja, die man verliert, sind immer die größten. Aber ich glaube wirklich, der hängt mir noch ein bisschen nach. Ich will jetzt wieder konzentrieren und einfach noch einen 45er fangen. Ich habe mich gerade umgedreht, der ist... Ui, der ist gut. Boah, ist der draufgehauen. Oh je, der schießt richtig ab. Habt ihr das gesehen? Eine Explosion. Boah, krass. Oh, kein Riese, aber der Biss war so hart. Wow. Oh, oh, der ist schön, der ist schön. Der darf nicht abgehen. Der ist schön. Für den Polder richtig guter Hecht.
Pech gehabt. Boah! Boah! Leute, das ist eine richtige Maschine für einen Polder. Boah! Gerade bei der Landung ein bisschen blöd eingestellt, aber das ist ein 85er Fisch oder so. Krass! Schauen wir mal ganz kurz. Liegt vorne an. Durchschnitten 81,5, 82. 82er Polderhecht. Das ist zu krass. In der Tat ein sehr wertvoller Fisch für Flo. 82 Punkte wandern auf sein Konto. Er zieht an Fred und Dustin vorbei, ist jetzt Zweiter und braucht nur noch einen Fisch zur Full Card. Guckt euch den Hecht an. Richtig schöne Maschine. Ganz langsam weg. Ciao. Geil. Zu hart. Ich habe einen Riecher für den Spot gehabt. Wir wollten gerade eigentlich wechseln und ich habe gedacht, ey, ich muss da noch mal 2 Würfe machen und krass, krass. So, jetzt noch einen, das ist die Liste voll. Das war jetzt wieder der Köder. Das Ding liefert so hart. Wirklich, ich werfe den aus, Rute komplett hoch und kurbel dann ganz langsam und er läuft wirklich so unter der Oberfläche. Man sieht immer die Druckwelle schon von dem Spinnerblatt ankommen und ja, die Hechte wollen ihn einfach nur töten. Macht die richtig aggressiv und der ist so drauf gescheppert gerade. Zu krass. Direkt Explosion an der Oberfläche, bam, bam, bam. Und ja, 82er hier im Polder, richtig gut. Also jetzt noch einen Fang, die Liste voll machen. Dann habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht und dann kann man natürlich, wenn es gut läuft und das zügig geht, noch ein bisschen optimieren. Worst Case fange ich keinen Hecht mehr heute. Also deshalb erstmal am Ball bleiben, tief stapeln und dann gucken, was geht. So, Leute, das war der erste Spot. Und der erste Spot hat mehr als das gebracht, was ich erhofft habe, ehrlich gesagt. Also, Fische sind jetzt voll. Topwater ist auch jetzt voll, also ist jetzt geschafft. Und jetzt habe ich echt mehrere Stunden Zeit, um einfach zu versuchen, ein paar größere Fische zu fangen. Und das würde ich natürlich jetzt konsequent machen. Ich bleibe natürlich erstmal an dem Fluss und versuche auf Barsch für eine längere Zeit. Und hoffentlich kriegen wir auch einen größeren Barsch. Da kann man auch mit, sage ich mal, einem Ü40er Barsch sehr gute Punkte gut machen. Und das würde ich erstmal probieren. Ich habe tatsächlich einen Zandersteller auch in der Zone. Der ist relativ weiter Fahrt entfernt. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich unbedingt da hingehen wird heute oder nicht. Lass uns sehen, was die nächsten paar Stunden bringen. Ja, schnell weg, da kommen ganz schön hohe Wellen, sonst gibt das richtig nasse Füße. Das war die Tasche auf jeden Fall. Die ist jetzt nass, aber gut, was soll's. Es wird bestimmt nachher warm und dann wird alles wieder trocken. Ja, heute ist echt nicht mein Tag. Schon wieder einen Fehlbiss bekommen an der Oberfläche auf dem Topwater-Lure gesehen. Naja, weiter geht's. The first 4 or 5 casts you get already action here. But not today. Yeah, on this spot I found a little trick. All my bite, I didn't get much bite, but I get 2 fish and 2 short bite. It's really
a small detail, but you have to watch out for this when you fish. Here, obviously, the stream is created by the boat, and like 4 or 5 meters from the edge, there's a small bump on the bottom, like 50 centimeters, and all my bite came right before this small bump on the bottom, and I believe that the fish are hiding there when the stream is increasing, and they take the opportunity to grab the bait when it's standing in this area. So when you fish at home, pay attention to these small details when you drag your bait on the bottom, and try to hold your bait as much as you can next to those type of structure. That can be rewarding. Wir sind hier an einem Tidegewässer. Es ist jetzt kurz vor Hochwasser. Die Strömung wird jetzt bedeutend weniger. Für mich erstmal die Zeit, die Sachen zu packen, nach einem Hecht zu gucken, und ja, vielleicht kehre ich heute Abend hier noch mal wieder her, oder heute Nachmittag ist es ja eher. Vielleicht auch nicht, das muss ich jetzt zeigen, aber jetzt geht es erstmal in Richtung Pike. Well, it seems that my first spot, the spot of high expectations for at least one sender, don't pay off. So I'm struggling in my mind what to do. Stay for like maybe 15 minutes longer, or just grab and go to the second spot, because the second spot in my game plan is even a better spot in training, but I don't know what to do. But I think I will do a couple more casts and then call this spot a day. Ich probiere nochmal mit der Yo-Zuri Popper. Ich denke, es macht total Sinn. Erstmal wie man Mark Pachowski so gut erklärt hat letztes Jahr, die Oberfläche erst und dann immer weiter nach unten. Und so kann man den ganzen Bereich immer gut abfischen. Und ich starte mit Topwater. Während Daniel weiter Topwater fischt, haben Fred und Malte sowohl den Spot als auch den Zielfisch gewechselt. Überraschen tut das nicht, denn beide haben noch keinen Hecht in der Wertung. Now we just arrived on the polder. Water is very, very clear. Cross finger and follow us. We're gonna catch some good ones. Angekommen am Parkplatz, jetzt geht's auf Hecht. Ich nehme natürlich wieder den großen Kescher mit, das ist der Folding Net, kann man zusammenklappen, den Stiel rausziehen. Ich habe hier so eine kleine Karabinerkette, ich werde mir den irgendwie an die Hose hängen und den immer ein bisschen hinterher schleifen. Ansonsten eine kleine Box mit Spinnerbaits, eine Zange dabei, eine große für Hechte. Und hier noch eine Box mit ein paar anderen Ködern. Dazu erzähle ich euch gleich was ich hier fischen werde. Ja, nicht zu vergessen die Scale. Alles in so einer kleinen Schultertasche, und damit geht es jetzt los ans Wasser. Fisch! Oh, lost it! Kann nicht sein, dass ich hier alles verliere, was ich drauf kriege. Weiter geht's. I'm gonna downsize on this polar. They're quite small, and this bait is really effective, but I want to use a smaller drunk bait with a rubber jig and a small blade. Just swim it. It doesn't take so much grass, so I can really fish into the structure and next to the shore. And a small drunk bait with this flat face is really extra combined with a rubber jig, because it gives a lot of volume and pushing water. So I like it. And then the small tail action, small tiny bait. But we need the first pike to get some information. No.
That's a monster. That's a freaking monster. Man, incredible. Whew. What a strike, man. In my feet. I told you. Guys, when you fish boulders, watch out for your feet. You walk on them, literally. 1 meter. No, sorry. 99. Freds Freude ist nachvollziehbar. Dieser Hecht ist der bisher größte Fisch des gesamten Turniers. Nach Daniel hat nun auch er eine Fullcard und zieht an Dustin und Flo vorbei. Eine kleine Geschichte am Rande. Den Erfolgsköder, einen 14 cm Köfi Perch Shad in der Farbe Purple Rave, besitzt Fred nur ein einziges Mal. Sami Mohib aus dem LMAB-Team trainierte mit Fred und schenkte ihm den Köder fürs Turnier, nachdem er damit selbst gut Hecht gefangen hatte. Hat definitiv kein Pech gebracht. That's what we wanted. 99. Ah, epic. I love this game. I love this. Incredible. I'm speechless. I hope you love it because it's so exciting to fish those big pike in your feet, light tackle. I really insist, don't go too big. Light tackle in polders very often it's a key. Here it's a kind of urban area. We have a town next to this polder, so obviously many people are fishing it. So discretion and your approach is going to be the key thing. When you walk nicely, soft, don't make any noise. Fish also before you go to the shore, before you really approach the water. Fish short cast, fish there before you approach, and then after you can go with long cast, but before check your feet. Very often you're going to be surprised. Man, I need another one. Let's go. Ja, ich wechsle jetzt mal auf dem Spinnerbait, ein bisschen Strecke machen. Leider gerade echt einen großen Fisch verloren. Naja, egal. Ich setze jetzt hier auf den Mace Runner, mache dann noch einen Trailer Hook ran und probiere da einen großen Barsch zu fangen. Hoffentlich klappt das. Dass ich die Fänge der anderen nicht sehe, macht mich gar nicht nervös. Das beruhigt mich eher. Nicht, dass die ganze Zeit irgendwie das Handy vibriert und man denkt, oh fuck, jetzt hat schon wieder einer gefangen. Allerdings glaube ich auch, dass es heute deutlich besser läuft bei den anderen, wegen der sich ändernden Wetterbedingungen. Wie gesagt, wir hatten auch schon die Chance auf einen richtig guten Fisch. Egal, den kriegen wir jetzt. Ich habe jetzt hier noch den Spinnerbait dran von gestern, den kleinen Gennecker, aber im Gegensatz zu den meisten will ich im Polder einfach ein bisschen was anderes fischen. Ihr kennt mich und das vielleicht aus dem letzten Jahr. Ich werde wieder auf unseren Scanner setzen, unseren Swimbait. Ihr kennt den auch von Marc, ein richtig geiler Köder, super erfolgreich. 13,5 cm lang, Slow Sinking, ja, gelagerte Drillinge und zumindest der am Bauch, eine kleine Gummiflosse und damit sollte nichts schief gehen, hoffe ich zumindest. Heute der Tag beginnt wie gestern, aber ich soll kämpfen bis der letzte Minute. Und ich glaube, es ist Zeit für die nächste Stelle. So disappointed in this spot, you can't believe it. Ja, also ich war jetzt hier vor 5 Tagen, glaube ich, trainieren und da war dieser komplette Arm da frei. Also da waren gar keine Wasserlinsen, gar nichts drauf. Jetzt alles komplett zugewachsen. Hatte ich auch einen Biss. Mal gucken, vielleicht steht ja noch einer auf der Ecke, aber es ist wirklich krass. Wir hatten jetzt die letzten Tage so 25 bis 30 Grad und das geht so schnell mit dem Kraut. Ich glaube, in 1-2 Wochen kann man hier nirgendwo mehr angeln. Von daher ist das Timing hier noch echt gut. Glück gehabt, dass wir hier noch in der Competition fischen können. Wir haben hier noch reichlich Ecken, die wir absuchen können. Von daher ist natürlich die Sonne so ein bisschen rausgekommen.
nicht ganz optimal. Es war heute Morgen schon geil mit den Wolken, aber we keep on hammering. Und ja, hoffentlich klappt es jetzt zügig mit dem 4. Hecht. Jetzt wir wieder fahren nach der nächsten Stelle. Und die Stelle es ist eigentlich meine beste Stelle für heute. Da sind alle Fischen, da sind die Zander, die Barsch und auch Hecht. Und ja, ich brauche noch minimal einen Zander. So hoffentlich, ja, wir können auf der zweiten Stelle meine Karte voll angeln. So ja, wir sollen mal sehen, hoffentlich mit mehr Glück dann die erste Stelle. So ja, jetzt fangen wir an in bis 10 Minuten. Und nicht vergessen, immer weiterwerfen. Keep on hammering. Während Evert noch immer auf der Suche nach dem ersten Fisch des Tages ist, erklärt uns Fred, wie man seiner Meinung nach mit Fröschen angeln sollte. When you do frog, you cast on land. Because if the fish are focused on things like this, they're gonna wait for something that is coming from the land. So you don't hesitate to cast directly on shore. Yes! I love when a plan goes as planned. Not big one, but a super fun technique. 68, right? Okay. Up. Yes. Yes. Lily pad, frog time. Think about it. Texas hook, very often you miss some bite, but it's so fun. I saw it coming, all my frog before the lily pad, and boom. And important things, when you fish the lily pad, very often your frog is going to be on top of the lily pad, and that's where the pike are going to start swimming behind and wait for this moment when the frog is going to fall into the water in some free patch of water. That's where you're going to have the strike. Very often you see the V shape of the pike coming behind. Hold your bait, boom. As easy as that. Let's go for a third one. Ein 68er Hecht für Fred, der ihm durchaus weiterhilft. Er kann einen 42er Zander ersetzen, sich damit auf 13,4 Punkte verbessern und seinen zweiten Platz festigen. A little trick on the frog. Very often we complain that when we use a Texas hook, we miss the bite because the hook is inside the bait, and we don't have when we have like a short bite, it doesn't punch through, and we miss the hook set. So what I do, I use oversized hook compared to the size of my bait. Here it's a frog, but it can be with some creatures as well. So like this, you see, my hook goes between the legs, and I'm just going to punch there the point of the hook on the back of my frog, and like this, tunk, immediately my bait is loose and I get a proper hook set. So think about that at home. When you fish Texas, don't hesitate to oversize your hook a little bit and you will have a better hook set ratio.
Ja, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Es ist mitten am Tag und da glaube ich ist für Hecht am besten. Deswegen geht es jetzt auf Hecht. Ne? Ist immer ganz wichtig, seine Rolle mit dem Köder abzustimmen. Gold, Gold, wichtigste? Nein, Spaß. Aber ich fische jetzt hier flach mit dem Spinnerbait und hoffe, da einen Hecht zu fangen. Gucken wir mal. Ja, ich denke, es ist Zeit für einen Spotwechsel. Irgendwie wirkt alles ein bisschen abgeangelt hier. Keine Kontakte. Das war im Training anders. Ja, also einen kleinen Spotwechsel und gucken, ob da die Fische aus dem Training noch sind. I will start with topwater, just to give that lure the first chance. I don't think it will be on the first cast, but you never know it. Während Evert versucht, mit dem Topwater Bait wichtige Punkte zu ergattern, ist Daniel mit seinem Oberflächenköder gerade eher auf reiner Spaßmission unterwegs. Richtig nice, ein schöner Rapfen auf Topwater. Oh, wieder eine Attacke. Eine richtig nice Attacke auf Topwater. Oh, jetzt wieder. Es sind Rapfen jetzt, ja. Das ist Wahnsinn. Also es bringt mir tatsächlich nicht viel, also es bringt mir eigentlich gar nichts von den Punkten, aber es bringt mir natürlich als Angler sehr viel. Es ist extrem geil, immer letztendlich auf Topwater was zu fangen. Und jetzt, wenn man tatsächlich ein paar Fische gefunden hat, ein aktiver Rapfen, kann man schon ganz kurz mal versuchen, ihn zu fangen. Vor allen Dingen, ich habe jetzt meine 6 Fische und es ist jetzt natürlich auch sehr schön, einfach zu versuchen, einen Fisch zu fangen. Und es ist nicht nur, dass nur Rapfen da sind, es kann auch sein, dass Barsche dazwischen sind. Also es springen Fische hier überall. There we go. Jetzt ist ein Barsch. Kein großer Barsch. Leute, das macht so viel Spaß. Was soll ich sagen? Ich meine, es läuft natürlich. Und manchmal, wenn es läuft sozusagen. Wahnsinn. Ein paar Würfe davor, ein schöner Rapfen gefangen auf dem Popper. Und jetzt mit der Yo-Zuri Popper einen Barsch gefangen. Der brauchen wir nicht zu messen, glaube ich. Wobei, ich würde die trotzdem ganz kurz messen. Nee, es ist nur 30. Also kleiner schöner Barsch, 30 cm. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Ich habe es nicht ganz genau gerechnet. Trotzdem hat natürlich Spaß gemacht an Topwater. Richtig nice. Weiter geht's. Es gibt bestimmt noch eine Barsch hier. Man könnte auch eine größere geben. Mit diesem Barsch, der Daniel keine Verbesserung bringt, beenden wir die Folge 3. Und so sieht die Tabelle nach 1,5 Tagen in Gruppe C aus. Daniel Andriani hat eine Fullcard und 20 Topwater-Punkte. Er kommt auf 450,6 Punkte und belegt aktuell Platz 1. Ebenfalls eine volle Karte hat Frédéric Julien, der nun 429,3 Zähler auf dem Konto hat. Florian Over und Dustin Schöne folgen auf Platz 3 und 4. Beiden fehlt noch ein beliebiger Fisch zur Fullcard. Evert Oosdam braucht noch 3 Fische, darunter mindestens ein Zander. Malte Gatz benötigt noch 4 Fische, er hat noch keinen Hecht in der Wertung. Wer in dieser spannenden Gruppe weiterkommen wird, seht ihr bereits am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Eins können wir versprechen: Es wird noch richtig viel Fisch zu sehen sein. Was meint ihr? Wer kommt in die nächste Runde? Schreibt gerne einen Tipp in die Kommentare, gebt dem Video ein Like und guckt am Sonntag, ob ihr recht behalten habt.